Das im vergangenen Jahr vorgestellte OnePlus Nord gehörte mit Sicherheit nicht nur zu den besten Smartphones der Mittelklasse, sondern bildete für den damaligen Preis ein insgesamt gutes Gesamtpaket ab. In diesem Jahr spinnt OnePlus die Geschichte rund um das Nord weiter und präsentiert uns ein komplett neues, in vielen Teilen aber auch sehr ähnliches Nord-Smartphone. Mit einem Einstiegspreis ab gerade einmal 299 € dürfte es viele seiner Konkurrenten in den Schatten stellen, da man zwar beim Preis, aber nicht der Ausstattung gespart hat. Wie es aber in der letzten Woche in meinem Alltag abgeschnitten hat, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Wenn man über das Design spricht, muss man ganz klar sagen, dass die Core Edition keine Offenbarung ist, da man viele schon aus anderen Smartphones kennt. So gibt es auf der Vorderseite ein fast vollflächiges Display mit angenehm dünnen Rahmen und einem etwas breiteren Kinn. Der Gehäuserahmen sowie die Rückseite bestehen aus Kunststoff, womit das Gewicht auf sehr gute 170 Gramm gesenkt werden konnte. Auch wenn mein Testgerät den Anschein macht, dass es im rückwärtigen Bereich nicht vollflächig verklebt war, machte es im Gesamten doch einen recht stabilen und wertigen Eindruck. Die Gehäusedicke, und die ist vor allem in Anbetracht des großen Akkus von 4500 mAh spannend, beträgt lediglich 7,9 mm. Eine IP-Zertifizierung besitzt das Gerät nicht, sodass ihr ein Auge drauf haben solltet, wie lange ihr damit durch den Regen lauft bzw. Stürze in Toiletten oder Badewannen vermeiden. Die Tasten sitzen rechts und links in einer guten Griffhöhe, unten gibt es USB-C zum Laden, den einzigen, also Mono-Lautsprecher und eine Klinkenbuchse, auf die OnePlus bei dieser Gehäusedicke besonders stolz ist. Der Lautsprecher machte für mich einen recht neutralen Klang, mit dem Hang Höhen etwas zurückhaltender, dafür Mitten aber betonter wiederzugeben. Gut finde ich die feinteilige Rasterung von bis zu 30 Lautstärkepegeln, wobei erst ab Pegel 24 die Lautstärke kaum noch zunimmt und für mich etwas blechern wird. Generell für ein 300-€ Gerät aber okay. Etwas besser sieht es dann mit dem optischen Fingerabdrucksensor aus, der das Smartphone sehr zuverlässig und genauso schnell entsperrt. Unter der Haube gibt uns OnePlus ein Smartphone an die Hand, das es in 3 Speicherkonfigurationen gibt. Einmal mit 6 GB RAM und 128 GB intern, dann alternativ auch mit 8 GB RAM und die große Version mit 12 GB RAM und 256 GB intern. Die Preise liegen hier bei 299 € für das Einstiegsmodell, über 329 bis hin zu 399 €. An Kommunikationsprotokollen gibt es Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5.1 und natürlich auch die Möglichkeit, bargeldlos damit zahlen zu können. Von der Leistung gesehen ist die Core Edition genau das, was man auch von anderen OnePlus-Geräten kennt. Flott unterwegs, Apps werden schnell geöffnet und auch der Appwechsel funktioniert tadellos. Auch musste ich zum wiederholten Male feststellen, dass die Gestensteuerung auf OnePlus-Smartphones mit zu den besten im Android-Bereich gehören. Das alles wird natürlich auch durch das 90-Hertz-Display begünstigt, das aufgrund der hohen Bildwiederholrate eine sehr schöne und flüssige Darstellung bietet, dazu aber gleich noch mehr. Das alles ist natürlich nicht auf einem OnePlus 9 oder 9 Pro Niveau, für ein Drittel des Preises aber natürlich auch nicht zu erwarten. Im Geekbench 5 erreichte die Core Edition einen Wert von 637 Punkten im Single-Core und 1810 Punkten im Multicore-Score. Mit 4500 mAh ist der Akku recht groß bemessen, vor allem auch mit Blick auf die Dicke von unter 8 mm. In meinem normalen Nutzungsprozedere, bei dem ich täglich auf Social-Media-Kanälen vorbeigeschaut, mit Freunden getextet und hin und wieder auf Filme geschaut oder auch Musik gehört habe, kam ich immer auf Laufzeiten von 1,4 Tagen. Genau diesen Eindruck hat mir auch mein YouTube-Test im WLAN bei 50% Helligkeit und Lautstärke unterstrichen, da ich hier auf einen sehr guten Wert von 14,3 Stunden kam. Durch das Warp Charge 30T Plus Netzteil wird das neue OnePlus Nord innerhalb von 30 Minuten wieder auf 70% gebracht. Das ist wirklich ein beeindruckender Wert. Was es leider nicht hat, für diesen Preis aber auch kaum zu erwarten war, ist Wireless Charging. Schauen wir damit auf das Display. Bei 6,43 Zoll löst das Super AMOLED Display mit Full HD Plus, sprich 2400 x 1080 Pixel auf. Dass damit die Auflösung ausreichend scharf ist, dürfte jedem klar sein. Aber auch die sonstigen Display-Eigenschaften wie Schwarzwerte, Helligkeit, Farbdarstellung und weiterführenden Funktionen sind für diesen Preisbereich wirklich spitze. So konnte ich das Display selbst bei hellster Sonneneinstrahlung noch mit leichten Abstrichen ablesen. Es besitzt einen Lesekomfort- und Lesemodus, einen Dunkelmodus und ein Always-On-Display, das in vielerlei Hinsicht noch angepasst werden kann. Unter anderem zählt dazu das Erscheinungsbild, aber auch das Horizon Light, welches euch über eine Randbeleuchtung einen Hinweis zu eingegangenen Nachrichten gibt.
All diese vielen kleinen Gimmicks machen das Display von der Core Edition zu einem der besten in der Mittelklasse. Im Bereich der Kamera gibt es insgesamt 4 Linsen, eine 16 Megapixel Frontkamera mit elektronischer Stabilisierung, hinten dann die 64 Megapixel Hauptkamera mit f1.79 und ebenfalls elektronischer Stabilisierung, eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera mit 119 Grad Weitwinkelobjektiv und eine 2 Megapixel Monokamera. Wirklich überzeugt hat mich die Frontkamera, die nicht nur im Automatik, sondern auch im Porträtmodus durchweg gute Aufnahmen macht. So hatte ich bei den Selfie-Aufnahmen meist ein sehr natürliches Bild und auch wenn der Porträtmodus hinzugeschaltet wurde, waren ebenso noch Feinheiten erkennbar und vor allem Gesicht und Oberkörper gut vom Hintergrund getrennt. Nimmt man dann die Hauptkamera bei Tageslicht zur Hand, so sehen im Ultraweitwinkel- und Weitwinkelbereich die Aufnahmen gut aus. Geht man dann aber in den Zweifach-Telekamera-Bereich, der hier natürlich digital erfolgt, wird die Qualität deutlich schlechter. Weniger gut, sowohl im Ultraweitwinkel- als auch Weitwinkelbereich, hat mir der Dynamikumfang gefallen, da dieser vor allem bei Samsung-Smartphones der gleichen Preisklasse deutlich höher ist. Ein weiterer kleiner Negativpunkt ist der nicht ganz so stimmige Weißabgleich zwischen Ultraweitwinkel- und Weitwinkelkamera, was in Anbetracht des Preises aber relativ normal ist. Fotos bei schlechten Lichtbedingungen sehen in der Automatik noch recht akzeptabel aus. Schaltet man dann in den Nachtmodus, so werden Bilder nicht nur heller, sondern auch strukturierter und etwas schärfer gezeichnet. Auch hier muss man sagen, dass das für Mittelklasse echt gut ist, im Vergleich mit dem 9 Pro aber noch Welten entfernt. Videos kann das Smartphone dann maximal in 4K und 30 FPS aufnehmen, hier ohne optische, dafür aber mit elektronischer Stabilisierung, die ihren Job relativ gut macht und Verwacklungen ganz gut ausgleicht. Von der Qualität ist auch das noch für ein Mittelklasse-Smartphone in Ordnung, man kann ein ganz leichtes Wabern im oberen Bildbereich feststellen und auch der Dynamikumfang könnte für mich etwas höher sein. Dafür hat dann der Fokuswechsel wieder besser funktioniert. Zum Testzeitpunkt kam auf der Core Edition Android 11 inklusive OxygenOS 11.0.2 zum Einsatz. Wie auch bei den anderen OnePlus-Smartphones wird eine Update-Garantie auf 2 Jahre garantiert, wobei hier noch nicht ganz klar war, ob auch Android 14 noch dazu zählen wird. Ansonsten ist die Oberfläche genauso gestaltet, wie man es von OnePlus kennt. Etwas an Stock Android orientiert, dafür aber mit zahlreichen und wirklich richtig guten Funktionen, die das Nutzungserlebnis nochmals etwas besser machen und den Alltag erleichtern. Vor allem der hohe Funktionsumfang beim Display hat mir extrem gut gefallen und die Oberfläche läuft wirklich extrem flüssig. Wenn man nicht weiß, dass das Gerät knapp 300 € kostet, könnte man meinen, ein Oberklasse-Smartphone des letzten Jahres in der Hand zu halten. Unterm Strich bleibt mir nichts anderes übrig, als euch das OnePlus Core Edition absolut ans Herz zu legen. Zum einen ist natürlich der Preis, der mit 299 € für das Einstiegsmodell nicht nur sehr fair, sondern auch extrem konkurrenzfähig gewählt wurde. Für Anwender im Mittelklassebereich sollten 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB intern vollkommen ausreichend sein. Wenn man jedoch lediglich 100 € Aufschlag zahlt, bekommt man nicht nur das Doppelte an Arbeitsspeicher, sondern auch das Doppelte an internem Speicher. Dafür würde man bei anderen Herstellern locker das, Doppelte zahlen. Aber auch die Performance ist für ein Mittelklasse-Smartphone extrem gut. Dank des 4500 mAh starken Akku die Laufzeiten sehr stark, das Display mit seinen 90 Hz und weiterführenden Eigenschaften echt toll und auch die Kamera kann im Großen und Ganzen für diesen Preis überzeugen. Zumindest bei der Kamera würde ich gegenüber Samsung-Modellen einen kleinen Nachteil sehen. In der Summe macht das OnePlus Nord Core Edition aber nicht weniger interessant. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit dem OnePlus Nord Core Edition nach einer Woche Nutzung und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!